Hi Leute, willkommen zu Dragomir baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, wie man aus der Taschenlampe ein Ausbrenneisen macht. Zweiter Teil. So, dann wollen wir mal kurz halten. Jetzt im zweiten werden wir dann anfangen, das Ganze noch ein bisschen hübsch zu machen. Ein bisschen Optik, noch ein bisschen was Holzoptik, denke ich mal. Also den Stiel Holz, noch ein bisschen Metallbeschlag und dann der Rest halt da das durchleuchtet. Das Ganze machen wir wieder ein Flexi-Paint. Ja, wenn euch das ganze Thema interessiert und ihr keins meiner Videos verpassen wollt, denkt dran, abonnieren nicht vergessen und die Glocke, dass ihr immer auf dem Laufenden seid, weil ich so alles hier betreibe. Dann wollen wir jetzt los. Bleibt dran, wir sehen uns. Die brauchen wir nicht mehr. Da haben wir schon. Will auch irgendwas unterlegen. Ich habe jetzt mal wieder ein Stück Pappe, ein bisschen Skiweise, ja, als Unterlage, damit man sich nicht alles voll saut. Die Matte, die sieht sowieso schon aus wie Sau, aber naja, gut, bleibt ja nicht aus. Ja, dann habe ich wieder ein bisschen Wasser, einmal für schwarz, einmal für transparent. Mir fällt gerade ein, wir brauchen noch die rote Farbe. Wie gesagt, Leute, wenn ihr Videos macht, besser vorbereiten. So, die Glasmalfarbe, die rote, das hat ja gut funktioniert. Dann wieder ein kleines Gürtelchen, um das Ganze aufzuhängen. Jetzt muss ich natürlich dann hier bei ein paar Sachen, hier beim Pinseln aufpassen, dass ich da die Löcher nicht zumache. Auch hier bei dem Knopf. Das wird ein bisschen, da muss ich mal gucken, wie ich das am besten hinkriege. Da bin ich mir selber noch nicht so ganz schlüssig. So. Ich würde auch sagen, wir fangen bei der Spitze an, weil der Rest, das ist ja schwarz. Oh, das war ein bisschen sehr viel. Also so viel brauchen wir aber auf keinen Fall, Leute. So. Das ist wahrscheinlich immer noch zu viel. Ja. Auf jeden Fall habe ich mich schon wieder voll gesaut. Also mit dem Maß, also da habe ich irgendwie nicht so mit. Naja, ihr kennt das ja bei mir. So, da tun wir mal wieder ein bisschen mehr rein. Obwohl ich glaube, ich werde da den Pinsel nehmen, wo ich das schwarze Wasser mit drin habe. Das hat nämlich eigentlich, finde ich, ganz gut ausgesehen. Mit dem bisschen Schwarz drin. Mal gucken. Das ist natürlich wieder sehr nass. Ja, mit Zeitungspapier geht das ein bisschen besser. Oh naja, gut. So, das Ganze muss man noch umrühren. Na, mit dem Schwarzen muss ich sagen, das hat einen schöneren Kontrast gegeben mit dem Rot. Man sieht das nicht so man sieht ein bisschen, ich sag jetzt mal, was echter aus. Weiß ich nicht. Gefällt mir auf jeden Fall deutlich besser. So, haben wir wieder schön ein Schweinchen rosa, aber das kennen wir ja mittlerweile schon. Und dann gucken wir mal. Wie gesagt, das Ganze werden wir jetzt erstmal, ich mache hier das vordere Teil ein bisschen großzügiger mit dem Schweinchen rosa rot drauf. Da kommt dann nachher dann schwarz drauf, da wo es halt nicht leuchten soll. Und dann halt, sag schnell, Metalloptik halt. Nur jetzt das erste Stück, das mache ich halt hier schön in rosa. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Ich will ja den Schalter, da müssen wir ein bisschen mit der Spitze arbeiten. So. 100%, man kann das natürlich dann auch noch ein bisschen abkleben. Aber ich mache das jetzt mal so mit dem Pinsel. Ich will das ja möglichst simpel halten. Das Rot mache ich jetzt auch weiter bis hinten. Also nicht bis ganz hinten, aber so ein bisschen weiter. Dann haben wir dann ein größeres Stück. Ihr wisst ja, ich pinsel immer ja so 3/4. Seht ihr hier, dann habt ihr so ein bisschen das Schwarz noch von der Pinsel. Das sieht dann nachher ein bisschen hübscher, finde ich, aus. Bin mal gespannt, wie das Ding wird. So, das Ganze lassen wir jetzt trocknen.
Die Schichten sind jetzt drauf. Ich bin jetzt hingegangen, habe dann hier schon mal ein bisschen Holzmassung reingemacht. Kennt ihr ja, schwarz, und dann am Pinsel dann wieder so durch. Aber das kennt ihr ja schon. Ich bin momentan noch nicht so ganz mit der Farbe hier zufrieden. Ich hatte dann ein bisschen mehr Schwarz rein. Ich dachte dann, weil das hier an den Stellen so hell am Leuchten war, aber gefällt mir noch nicht so ganz. Muss ich ehrlich sein, da werde ich jetzt mal was ausprobieren. Jetzt müssen wir gucken. Ich werde mal irgendwie so ein kleines Stück Schwamm oder sowas nehmen. So ein Reststück, was ich hier noch so rumfliegen habe. Und dann werde ich mal ein bisschen mit der Farbe. Und hoffe, dass das danach ein bisschen roter aussieht. Ja, wie jetzt. Bin mal gespannt. Weil wie gesagt, momentan so richtig zufrieden bin ich damit noch nicht. Das Rot gefällt mir halt noch nicht so. Aber naja gut, das ist jetzt mal wieder Jammern auf hohem Niveau. Kann natürlich auch dran liegen, an der Beleuchtung. Naja, wie gesagt, also so richtig zufrieden bin ich mit dem Rot noch nicht. Also das hat bei den anderen Sachen irgendwie schöner ausgesehen. Mal schauen. Wie gesagt, ich versuche das jetzt mal so mit der puren Farbe drüber. Ob das jetzt so das Optimale ist, kann ich so noch nicht sagen. Dafür muss das dann erstmal wieder trocken sein. Aber naja, gut. Also, weiß nicht. Also für das erste Mal ist es, sage ich mal, okay. Aber ist noch ein bisschen Luft nach oben. So, dann habe ich hier mal ein Stück Schere. Habe ich mir mal ein Stück Verzierung gemacht. Das machen wir jetzt mal hier drüber. Beziehungsweise das könnte ein bisschen breit sein. Da müssen wir noch ein bisschen was schneiden. Machen wir das Ganze ein bisschen dünner. So ist es besser. Da kann man dann einmal hier so drunter. Wie gesagt, das ist ja jetzt erstmal nur so ein Test, ob das überhaupt so funktioniert. Also das ist bis jetzt, finde ich, ganz okay. Sieht schon mal ganz ansehnlich aus. Aber wie gesagt, das ist noch ein bisschen Luft nach oben. So, jetzt haben wir hier noch das Metallding drum. Wie gesagt, das kann man dann auch noch mal ein bisschen länger. Das sieht jetzt alles so ein bisschen, ich sag jetzt mal, zusammengestaucht aus. Wie gesagt, muss man gucken. Für hier hinten habe ich auch noch überlegt, das könnte man theoretisch machen wie das vordere Teil, wo ich mal mit dem Locheisen, dass man quasi hier hinten so eine Art Kappe drauf machen, die man dann runterziehen kann. Das ist mir noch so nebenbei mal eingefallen. Mit dem Schalter, das klappt ganz gut. Dann werden wir das Ganze jetzt noch so ein bisschen auf Holzoptik und so trimmen. Also das Rote trocknet eigentlich relativ schnell. Bin echt begeistert. Naja, aber so mit der Kappe hinten, wie gesagt, ich hatte ja hier vorne das gemacht mit dem Loch drin und hat das ja auf die Lampe drauf geschoben. Dann könnte man das theoretisch auch für hinten machen. Da muss ich natürlich dann mal gucken. Dürfte dann nicht mehr wie 3 mm dann von dem Außendurchmesser dann für drumherum sein. Dass das nicht so komisch aussieht, und dann könnte man da quasi, dass man das dann separat pinselt. Und dann könnte man das immer wieder hier so quasi als Abdeckung über den USB-Anschluss drüber stopfen.
Ja, das wäre vielleicht auch noch so eine Idee. Die ist mir so zwischendurch dann mal gekommen. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy. Dann wollen wir das Ganze mal topcoaten. Ist diesmal recht hell geworden vom Holz her. Hätte man noch ein bisschen mit Schwarz nachdunkeln können, aber wir lassen das jetzt mal in dem Hell. Dann gucken wir mal. Dann nehmen wir dann vom Flexipaint wieder hier den matten. Wie gesagt, der gefällt mir deutlich besser. Der glänzt doch nicht so. Aber wie gesagt, so mit dem Rot sieht zwar hier ganz okay aus, aber irgendwie gefällt es mir noch nicht. Da muss ich mir noch mal was anderes einfallen lassen. Das ist noch nicht so ganz, wie ich gerne hätte. Ich hätte das lieber, wenn etwas kräftiger rot leuchtet. Aber wie gesagt, da muss ich gucken, wie wir das mal machen. Aber da fällt mir bestimmt auch noch was zu ein. So, dann machen wir erstmal nur ein Teil. Den Rest machen wir dann später. Ja, dann sehen wir uns dann später wieder, wenn ich den Topcoat drauf habe. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze so im Dunkeln aussieht. Wie gesagt, hier, das sieht ja schon von dem Rot hier ganz okay aus. Mal kurz gucken. Aber wie gesagt, die hellen Stellen, das gefällt mir noch nicht so ganz. Naja, mal gucken. Der Topcoat, der ist jetzt trocken, beziehungsweise Finish. Wie gesagt, ist ein bisschen hell geworden. Funktioniert noch. Hinten haben wir auch so weit hingekriegt. Ich würde sagen, wir gucken das uns jetzt mal im Dunkeln an. Aber wie gesagt, so ganz gefällt es mir noch nicht. Da muss ich mal gucken, wie das jetzt im Dunkeln aussieht. So, machen wir erstmal wieder das Übliche. Das Ding machen wir mal an. Erstmal wieder eine Beleuchtung aus. Und dann gucken wir mal, wie das im Dunkeln so aussieht. Naja, kann man, denke ich mal, mitarbeiten. Hm? Wie gesagt, ist jetzt noch nicht so perfekt. Aber das ist, was mich ein bisschen stört, sind hier so die helleren Stellen noch. Ich mache mal wieder das Licht an. Wie gesagt, das kann sein, dass ich da vielleicht nicht genug Farbe in das Transparent mit rein gemacht habe. Wie gesagt, ich denke mal, dass ich da irgendwie noch nicht genug Farbe mit drin hatte, so bei den ersten Schichten. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Rot in das Flexipaint transparent. Wie gesagt, das sieht an ein paar Stellen noch so ziemlich, ich sag jetzt mal, weiß aus vom Glühen. Aber wie gesagt, das war ja jetzt so der erste Versuch. Aber so im Großen und Ganzen bin ich eigentlich schon mit dem Produkt, was ist Produkt, kann man nicht Produkt sagen, mit dem Ergebnis zufrieden. Ja, wie gesagt, war jetzt eine kleine Anregung für die Leute, die Heiler spielen. Könnt ihr euch ja dann auch mal was draus machen. Wie gesagt, das sind hier so, weiß ja nicht, wie die heißen, so Mini-Taschenlampen oder irgend sowas. Wie gesagt, die gab es bei Amazon im Dreierpack. Da dachte ich, kann man nicht viel falsch machen bei 16 Euro oder was, um das halt mal auszuprobieren. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbauen und eigenen Kreationen. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder so ein bisschen was inspirieren. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.